Nachdem die Küken jetzt 24 Stunden zum Trocknen im Inkubator waren, habe ich sie jetzt umgesetzt und ihnen Futter und Trinken hingestellt. Ich habe jetzt für die 20 Küken 6 Kilo Futter gekauft und das sollte bis zur 2. Woche ungefähr reichen. Und danach verwende ich dann schon normales Futter, das wäre dann in meinem Fall G-Endmast und Vitalgoldmehl. Das Kükenfutter sollte auf jeden Fall ein Rohproteingehalt von 18-20% haben und wie immer ohne Koksidose sein. Man kann den Küken auch am Anfang noch ein bisschen Mohn dazu geben, denn das hilft gut gegen Durchfall bei den Küken. Bei dem Wasser muss man immer darauf aufpassen, dass die Küken nicht ertrinken können, also man sollte auf jeden Fall nur flache Schalen benutzen oder halt irgendwas in die Schale reingeben. Am Anfang nutze ich dann meistens Deckel vom Marmeladenglas oder einfach nur von den Plastikbechern den Boden, den schneide ich dann einfach ab. Das Wasser und das Futter sollte man mehrmals am Tag säubern und auch immer wieder auffüllen. Es sollte auch im kalten Bereich liegen, also in dem Bereich, wo die Wärmelampe nicht hinstrahlt. Das hat 2 Gründe. Zum ersten sollen sich die Küken erstmal daran gewöhnen, auch ins kalte Bereich reinzugehen. Und der zweite Grund ist, dass die Küken meistens dorthin koten, wo sie fressen. Und so bleibt der ganze Kot halt im kalten Bereich und die ganzen Keime können sich dort nicht so schnell vermehren wie im warmen Bereich. Um nochmal ein bisschen genauer auf den Kälte- und den Wärmebereich einzugehen, hier auf dem Foto sieht man es gut, auf der linken Seite haben wir den warmen Bereich, auf der rechten Seite den kalten Bereich. Die Küken halten sich eigentlich die meiste Zeit in diesem warmen Bereich auf, also in diesem Bereich, wo die Wärmelampe hinscheint und auch Wärme abgibt. Und im kalten Bereich halten sie sich eigentlich meistens nur zum Fressen oder zum Trinken auf. Man sollte das Trinken und das Futter deswegen dorthin stellen, in diesen kalten Bereich, weil die Küken halt wie gesagt dorthin koten, wo sie fressen. Und wenn man jetzt auf das Foto ganz genau hinguckt, sieht man auf der rechten Seite viele schwarze Punkte und das ist halt einfach der Kot von den Küken. Und auf der linken Seite sieht man, dass es gelb ist, also dass da der Einstreu zu sehen ist und eigentlich gar kein Kot, und auf der rechten Seite ist halt mehr Kot als Einstreu zu sehen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall das Futter und das Trinken nach den ersten 2 Tagen auf jeden Fall in den warmen Bereich, in den kalten Bereich rein verschieben und die Küken auch nicht in die Gefahr kommen, dass ihnen der Kot an den Zehen festklebt. Ich benutze normalerweise immer eine Rotlichtlampe für die Kükenaufzucht, in diesem Fall benutze ich aber eine 75 Watt Glühbirne. Das hat den Grund, dass ich jetzt Wachteln im Farbschlag Zimt dabei habe und diese Zimter vertragen halt kein Rotlicht. Die Lampe bleibt auf jeden Fall 24 Stunden am Tag brennen und das bis zur 2. Woche. Ich zeige den Küken auch am Anfang immer noch, wo das Futter liegt und wo das Trinken ist. Ob man das jetzt wirklich machen muss, weiß ich nicht. Ich mache es immer, hat auch einfach den Nebeneffekt, dass die Küken sich mehr an meine Hand gewöhnen und deswegen nicht mehr halt ein bisschen zutraulicher sind und nicht mehr so viel Angst vor der Hand haben. Das Piepsen, was man jetzt hört, ist das Piepsen, was sie immer machen, wenn ihnen Futter oder Trinken fehlt oder sie ihre Kükengeschwister nicht sehen. Ich lege in den ersten 3 Tagen immer noch Küchenpapier unter, damit sie einen besseren Halt haben beim Stehen. Ich habe mich dieses Jahr für 3 Farbvarianten entschieden. Das ist einmal die wildfarbene, die Veilpfeen und die Zimter. Hier vorne des Küken ist eine wildfarbene Wachtel. Also die wildfarbenen kennt man daran an diesem bräunlichen Ton mit schwarzen Streifen. Die Veilpfeen erkennt man an diesem gelblichen Ton mit schwarzen Streifen und die Zimter sind bräunlich. Also wenn man jetzt hier guckt, der auf der linken Seite ist eine wildfarbene Wachtel. Die beiden gelben, derjenige, der jetzt gerade über das Thermometer gelaufen ist und jetzt hier vorne sitzt, das ist eine Veilpfee. Und auf der rechten Seite an der Holzwand, der jetzt über das Thermometer steigt, das ist ein Zimter. Ich werde dann auch nochmal ein getrenntes Video hochladen, wie dann die einzelnen Farbschläge als Küken aussehen und dann als erwachsene Tiere.